Hallo zusammen! Wir waren mal wieder etwas unterwegs und ich nehme euch natürlich wieder mit, ist doch klar. Ich stelle euch hier 2 Tempel und einen Schrein vor, vielleicht der ein oder andere Ort, der für eure nächste Japan-Reise interessant sein könnte. Der erste Tempel befindet sich nicht ganz in Tokio, aber direkt nebenan, und zwar in Kawasaki. Von der Kawasaki Station aus könnt ihr den Bahnhof Kawasaki Daishi mit der Daishi-Sen aus erreichen. Vielleicht habt ihr schon mal von der Ecke gehört, denn hier findet immer das Penis-Festival statt, in der die Leute mit Onmara-sama, der großen Phallus-Gottheit, durch die Straßen ziehen. Heute geht es aber nicht um irgendwelche Genitalien, sondern um den großen Kawasaki Daishi. Auf dem Weg dorthin kommt man an vielen Läden vorbei, in erster Linie welche, die Daruma verkaufen. Ich denke, die meisten von euch kennen Daruma, aber ich erkläre trotzdem einmal kurz für alle Unwissenden, was es mit den runden Gesichtern mit den großen pupillenlosen Augen auf sich hat. Die Figur stellt einen buddhistischen Mönch dar. Daruma gelten als Helfer bei der Erfüllung von Wünschen. Zunächst wird ein Auge des Glücksbringers ausgemalt, er an einen Ort gestellt, an dem man möglichst jeden Tag vorbeikommt. Ist der Wunsch in Erfüllung gegangen, wird das andere Auge ausgemalt. Dann kann die Figur in einem Tempel oder einem Schrein zu Neujahr verbrannt werden. Diese ganzen Läden auf dem Weg zum Tempelgelände waren der Wahnsinn. Man konnte an einigen Ecken ein stetiges Klopfen vernehmen. Dies kam von Messern, die rhythmisch harte Bonbons in kleine Teile schnitten. Der Kawasaki Daishi wurde 1128 gegen Ende der Heian-Zeit gegründet und ist das Hauptquartier der Chizan-Schule, des Shingon-Buddhismus. Die ursprünglichen Gebäude des Tempels wurden während des Krieges zerstört und die heutigen, die man bewundern kann, sind moderne Rekonstruktionen der Architektur der Heian-Zeit. Da es sich um einen Shingon-Tempel handelt, finden in der Haupthalle viele Feuerzeremonien statt. Neben der Haupthalle gibt es eine 5-stöckige Pagode, die nur am ersten Sonntag im Monat geöffnet ist. Eine Gebetshalle im indischen Stil und verschiedene kleinere Gebäude und Gärten gibt es auch. Als wir dort waren, haben wir sogar viele Stände wie bei einem Matsuri gesehen. Aber warum wollte ich eigentlich herkommen? Wir schauen jeden Samstag Adomachi an, eine Serie, in der Orte in Tokio und außerhalb vorgestellt werden. Und da wurde einer der Daruma-Läden gezeigt, der Tiger-Daruma verkauft, da dieses Jahr das Jahr des Tigers ist. Es war einfach klar, dass ich mir einen holen musste. Es gab 2 Designs und ich habe mich für das neueste Design für 2022 entschieden. Der ist super niedlich. Mittlerweile steht er bei uns im Wohnzimmer auf dem Regal. Und mal sehen, ob mein Wunsch in Erfüllung gehen wird. Gib dein Bestes, kleiner Daruma-Tiger. Die nächste Location auf der Liste ist der Setagaya Hachimangu. Dieser wurde damals ursprünglich in der Heian-Zeit um 1091 rum erbaut. Während jährlichen Festlichkeiten im Herbst werden Sumo-Kämpfe abgehalten. Dafür gibt es am Fuße des Schreins sogar einen Ring.
Und unser nächster und letzter Spot mag dem ein oder anderen sicher bekannt vorkommen. Es geht nämlich zum Gotokuji, der direkt nebenan liegt. Der Tempel ist in ganz Japan als Ursprungsort der Maneki-Neko bekannt. Hierbei handelt es sich um die winkende Katze, die ihrem Besitzer Glück und Erfolg bringen soll, beziehungsweise auch oft vor Läden oder auf der Ladentheke anzutreffen ist, auf der sie mehr Kundschaft zu sich heranwinkt. Wie kam es überhaupt dazu, dass es so viele Maneki-Neko dort gibt? Vor vielen Jahren in der Edo-Zeit nahm ein armer Mönch Katzen in seinem Tempel auf. Zu der Zeit passierte ein Fürst den Tempel und machte eine Pause unter einem mächtigen Baum. Plötzlich entdeckte er am Eingang des Tempels eine Katze, die ihn mit einer Winkbewegung zu sich lockte. Der Fürst folgte der Katze, als kurz daraufhin ein Blitz in den großen Baum einschlug. Der Fürst war so dankbar über die Rettung, dass er den Tempel renovieren ließ und ihn in seinen Familientempel verwandelte. Neben dem Tempel wurde außerdem ein Schrein zu Ehren der Katze, die Tama hieß, errichtet. Aus diesem Grund findet man Tausende von winkenden Katzen beim Gotokuji. Man kann beim Gotokuji Maneki-Neko in verschiedenen Größen erwerben und an einer Stelle um den Tempel herum platzieren. So, und da wären wir schon am Ende des Videos. Das war eine Handvoll an Locations, die ihr vielleicht auch gerne mal besuchen möchtet. Vergesst nicht, einen der tollen Goshuin mitzunehmen, wenn ihr dort seid. Die sind immer ein tolles Souvenir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!